Warum bevorzugen wir Zucker und Fett? Warum essen wir das besonders gerne in Kombination? Was ich zum Frühstück gegessen habe, Toast mit Marmelade, Kaffee und grünem Tee. Ich habe die Stillende Madonna ausgewählt, weil es um diesen Aspekt der Muttermilch, des Stillens geht. Und daran kann man tatsächlich was super Interessantes diskutieren. Man kann sich nämlich fragen, warum essen wir überhaupt mehr, als wir brauchen? Wir haben vor ein paar Jahren mal eine Studie gemacht und haben denen Bilder gezeigt von Essen, wo der Kaloriengehalt hauptsächlich über Kohlenhydrate, über Fette oder über Kombinationen aus Kohlenhydraten und Fetten getragen ist. Und ganz kurz zusammengefasst, die Studie zeigt, dass diese Kombination wie die klassische Sahnetorte, Chips und so weiter, dass man da viel mehr Aufwandsbereitschaft für hat, als wenn man jetzt separat reine Kohlenhydrate oder reines Fett isst. Das wirkt verstärkend und ist in der Lage, unseren Sättigungsmechanismus zu überschreiben. Und das ist biologisch am Ende des Tages auch sinnvoll, dass ich sozusagen Reserven aufbauen kann. Was ist der biologische Grund dafür? In der Natur gibt es keine Lebensmittel, die besonders reich in Fett und Kohlenhydrate sind, mit der einen Ausnahme, die für Säugetiere besonders relevant ist, und das ist Muttermilch. Muttermilch ist in zweifacher Hinsicht interessant. Einmal, weil es die erste Erfahrung mit Essen in unserem Leben ist. Und zum Zweiten hat es was mit sozialem Kontakt mit der Mutter zu tun, was auch ein sehr prägender Reiz in dem Leben ist. Das wird wahrscheinlich einen Einfluss darauf haben, warum diese Bevorzugung so stark ist und warum die Gehirnnetzwerke entsprechend angelegt sind. Das zweite Bild, was ich ausgesucht habe, heißt Adam und Eva, ist von Franz von Stuck. Und es zeigt den Apfel jetzt symptomatisch als Essen, als Sündenfall. Wenn ich zu viel esse, dann wird das irgendwann zu einem Problem. Das ist jetzt nicht ein Punkt, an dem das kippt. Das ist ein Kontinuum. Aber irgendwann fängt das an zu kippen. Und dann ist es sehr schwer, wieder zurückzukommen. Was Sie sicherlich wissen, wenn Sie einkaufen gehen und hungrig sind, dann kaufen Sie jede Menge Zeugs ein, viel mehr definitiv, als Sie wollten und auch nicht unbedingt nur essen. Man wird impulsiver, aber gleichzeitig bei Menschen, die einen normalen Metabolismus haben, werden diese ganzen Signale ausgelegen, steigt die Aufwandsbereitschaft. Wenn ich jetzt aber zu viel Körperfett mit mir rumtrage oder metabolisch Resistenzen aufgebaut habe, dann bleibt diese Impulsivität, wenn ich lange Zeit nichts gegessen habe, aber die Aufwandsbereitschaft geht runter. Und damit habe ich auf einer phänomenologischen Ebene Adipositas erklärt. Ich habe weniger Aufwandsbereitschaft, bewege mich dadurch weniger zu irgendwas und nehme das, was schnell verfügbar ist, Fastfood. Jemand, der wirklich stark adipös ist, das ist kein Problem der Willensschwäche. Das ist auch kein Problem der Disziplinlosigkeit. Das ist einfach eine biologische Determinante. Und dann jemandem zu sagen, das ist ein bisschen weniger, dann klappt das schon. Das ist ungefähr so sinnvoll, wie jemandem mit einer klinisch relevanten Depression zu sagen, jetzt lach doch mal, dann wird das wieder. Ich glaube, die Rituale sollten durchbrochen werden. Das Werk von Penck habe ich ausgewählt, weil das mich an ritualisiertes Verhalten erinnert. Reine Diätmaßnahmen funktionieren nicht. Man muss die Menschen unterstützen, zum Beispiel mit Magenverkleinerung oder eben mit den mittlerweile vielfach beworbenen und zitierten Abnahmespritzen, denen aus physiologischer Sicht ein ganz interessanter Mechanismus zugrunde liegt. Erstmal erlebt man wieder ein Sättigungsgefühl und isst deswegen schon weniger, aber zudem normalisiert es die Möglichkeit unseres Gehirns, Assoziationen zu machen zwischen dem, was wir gegessen haben, zwischen dem Körperzustand und Umweltsignalen. Das ist wieder besser abgestimmt aufeinander. Also du durchbrechen in gewisser Weise diesen Kreis oder so ritualisierte Abläufe.
Meine Forschung anhand von Bildern, die in einem Museum hängen, zu vermitteln, ist was sehr Ungewöhnliches, aber auch was sehr Bereicherndes und Schönes. Mir hat das Spaß gemacht. Und jetzt gleich esse ich ein Stück Kuchen.